In der Küstenstadt Beirut lebte Fatwa Abus, eine junge Studentin, deren Leben sich um ihre Bücher und ihren Traum von einer erfolgreichen Zukunft drehte. Doch eines Tages betrat ein kleines, flauschiges Wesen ihr Leben und veränderte alles. Es war Hensam, ein Kätzchen, das kaum einen Monat alt war, als es in Fatwas Obhut kam. Hensam hatte strahlend blaue Augen, die Fatwa sofort verzauberten. Sein verspielter Charakter und seine unbändige Neugierde eroberten schnell ihr Herz. Sie verbrachten Stunden miteinander, kuschelten, spielten und erkundeten jeden Winkel des Hauses. Eines Abends saß Fatwa in ihrem Lieblingssessel, Hensam schmiegte sich zufrieden an ihre Schulter. Fatwa fuhr ihm zärtlich durch das weiche Fell und spürte ein überwältigendes Bedürfnis, das Kätzchen zu küssen. Leise beugte sie sich vor und berührte seinen kleinen Kopf mit ihren Lippen. In diesem Moment erlebte Fatwa etwas Unerwartetes. Hensam erwiderte den Kuss. Seine kleine Nase berührte sanft ihre Wange. Ein tiefes Band der Zuneigung schien in diesem kurzen Moment zwischen ihnen entstanden zu sein. Fatwas Herz flatterte. Sie spürte die tiefe Liebe des kleinen Tieres zu ihr, aber sie konnte nicht verstehen, was ihn zu dieser Geste veranlasst hatte. War es Dankbarkeit für ihre Liebe und Fürsorge? Die Tage vergingen und Hensam entwickelte sich zu einem liebevollen und zärtlichen Begleiter. Jeden Morgen begrüßte er Fatwa mit Schnurren und Schmuseeinheiten. Er schien sich danach zu sehnen, seine Zuneigung mit ihr zu teilen. Als Fatwa erkrankte, blieb Hensam ununterbrochen an ihrer Seite. Sein stummer Trost und seine unerschütterliche Unterstützung gaben ihr Kraft und Zuversicht. Seine bloße Präsenz brachte ihr Ruhe und Frieden. Inmitten von Freude und Leid, in allen Höhen und Tiefen ihres Lebens, entwickelte sich eine tiefe, unzerbrechliche Verbindung zwischen Fatwa und Hensam. Es war eine Verbindung, die über Worte hinausging und die Liebe zwischen Mensch und Tier auf eine einzigartige Weise zum Ausdruck brachte. Doch dann kam der Tag, an dem Fatwa bemerkte, dass Hensam sich anders verhielt. Er war stiller, zurückgezogener, sein Appetit ließ nach. Fatwa war besorgt und brachte ihn zum Tierarzt. Die Diagnose traf sie wie ein Schock. Hensam hatte eine schwere Krankheit, eine Krankheit, die nicht heilbar war. Fatwa war verzweifelt. Sie konnte sich nicht vorstellen, ihr Leben ohne den kleinen Fellball zu verbringen, der ihr so viel Freude und Trost gebracht hatte. Sie versuchte, Hensam so viel Liebe und Zuneigung wie möglich zu schenken, doch sie wusste, dass sie nicht mehr viel Zeit miteinander hatten. In den letzten Tagen seines Lebens kuschelte Fatwa jeden Abend mit Hensam und flüsterte ihm Geschichten aus ihrem Leben ins Ohr. Sie erzählte ihm von ihren Träumen, ihren Hoffnungen und ihren Ängsten. Hensam lag ruhig in ihren Armen und spürte die Wärme ihrer Liebe. Als Hensam schließlich seine Augen für immer schloss, flossen Fatwas Tränen. Doch inmitten der Trauer spürte sie auch Dankbarkeit. Dankbarkeit für die unvergessliche Zeit, die sie mit Hensam verbringen durfte. Dankbarkeit für die tiefe Liebe, die sie beide erlebt hatten. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.